Hi, ich tauche heute in ein Thema ein, das vielleicht für einige peinlich, aber super wichtig ist, darüber zu sprechen. Einen Tampon zu vergessen. Wusstet ihr, dass 70% aller Frauen schon einmal in ihrem Leben einen Tampon zu lange in sich gelassen haben? Und ja, ich rede über Frauen. Auch wenn du in einem Alter bist, wo du denkst, dass du darüber nicht mehr sprechen musst, müssen wir es trotzdem. Und das so lange wir zum Frauenarzt gehen, wir Kontrolluntersuchungen haben, wir uns untersuchen lassen oder wir Tampons benutzen. Denn manchmal gehen wir mit dem Thema nicht bewusst um, auch im Alter nicht. Ich hatte eine Zeit, da bin ich nicht so pflichtbewusst mit dem Thema umgegangen, weil ich immer der Meinung war, mir passiert schon nichts. Na, mir doch nicht. Und ja, mittlerweile benutze ich selten Tampons, wenn überhaupt. Einmal im Jahr im Sommerurlaub, also immer dann, wenn ich schwimmen gehe, sonst eher nicht. Also ich versuche es schon zu vermeiden. Ich bin kein großer Fan, auch nicht von Bio oder was da auch immer drauf steht, interessiert mich nicht. Aber ja, ich habe welche benutzt und das regelmäßig. Und wer kennt es nicht? Man geht durch die Stadt und man weiß, der Tampon muss raus. Aber hey, nur eine Stunde länger. Kein Problem. Dann sind es 2 Stunden länger, 3 Stunden länger und irgendwann sitzt man zu Hause und denkt, ups, da war ja was. Ich weiß, dass man oft erleichtert ist, weil man das Gefühl hat, hey, da ist ja nichts passiert und beim nächsten Mal passt man auf und dann kommt wieder der Tag, wo man denkt, hey, ne, eine Stunde länger macht ja nichts. Und manchmal sind das die kleinen Veränderungen, wie zum Beispiel der Geruch verändert sich, die Farbe des Ausflusses verändert sich oder du hast auf einmal mehr Ausfluss, weil es immerhin ein Fremdkörper ist, auch wenn da Super Plus A draufsteht. Dein Körper versucht irgendwann, diesen Fremdkörper loszuwerden oder du hast auf einmal mehr Schmerzen, mehr Trockenheit oder bist anfälliger für Bakterien. Wir denken oft, entweder liegen wir gemütlich auf der Couch oder wir liegen im Krankenhaus, aber so läuft das nicht. Und ich kann euch sagen, eine gesunde Flora wiederherzustellen ist manchmal nicht so einfach. Es kommt natürlich darauf an, in welcher Verfassung du bist, wie gut dein Immunsystem ist, Alter und. Aber es ist nicht witzig, wenn du auf einmal hörst, hey, der Tampon ist vielleicht der Auslöser dafür oder der Tampon hat das und das verursacht. Ich weiß, dass man manchmal zu faul ist oder man noch ein bisschen abwarten möchte. Von daher kann ich dir den Tipp geben, setze dir einen Timer. Immer wenn du unterwegs bist oder schreibe dir eine Notiz oder mach deinen Kalender auf, wie auch immer. Wir haben heute alle Handys und ich denke, wir wissen auch, wie man Handys bedient. Wenn du natürlich irgendwo bist, wo es keine Toiletten gibt oder du weißt, du bist an einem Ort, wo es keine Toiletten geben wird, dann wechselst du vorher. Klar, es ist doch völlig egal, ob du 1 Stunde Zeit hast, ob du noch 2 Stunden Zeit hast oder 3, völlig egal. Und vor allem sollte man immer eine Notfallreserve dabei haben. Es klingt wie das kleine Einmaleins. Na, was tut man heute, was tut man morgen, was tut man übermorgen? Ja, aber was tut man, wenn man das Ding vergessen hat? Und ich kann euch sagen, vergessen ist schon mal schwierig, denn irgendwann kommt der Geruch. Irgendwann riechst du das, weil sich alles miteinander vermischt. Ich habe auch gelesen, dass einige Frauen Unterleibsschmerzen haben. Ich hatte es nie, ich hatte immer ein Unwohlsein. Also irgendwas war nicht okay. Mir ging es nicht gut. Also ich fing an, mich nicht mehr so wohl zu fühlen, aber es waren keine Schmerzen. Was tut man? Natürlich das Ding entfernen. Das Erste, was man tun sollte, nachdem man den Tampon entfernt hat, auf Symptome achten. Also wie geht es dir? Geht es dir gut? Fühlst du dich nicht gut? Kränkelst du? Hast du Fieber? Hast du TSS-Symptome? Ganz wichtig. Nur so weiß man, wie man weitermachen kann oder wie man weitermachen sollte. Und vor allem sollte ein Tampon sowieso alle 3 bis 6 Stunden gewechselt werden. Und darauf sollte man auch achten, ne? Je nach Stärke und ja, lieber zu früh als zu spät. Das Vergessen eines Tampons bedeutet nicht das Ende der Welt. Das passiert uns allen mal und das ist dann eben so. Es geht einfach nur darum, dass man bewusster mit dem Körper umgeht und dass man die Gesundheit priorisiert. Und es ist ja nicht schlimm, darauf zu achten, oder? Und wenn du vergesslich bist oder wenn du merkst, okay, du bekommst das nicht so hin, dann stell dir einen Wecker oder setz dir einen Timer oder wie auch immer. Teilt sehr gerne eure Gedanken mit mir. Vielleicht ist euch etwas Ähnliches passiert. Lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Einschalten und das war's. Macht es gut. Tschüss.